Heute schauen wir uns ein grundlegendes Thema aus der Finanzwelt an. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Anleihen und Kredite? Auf den ersten Blick scheinen beide sehr ähnlich zu sein. In beiden Fällen leiht jemand Geld und bekommt es mit Zinsen zurück. Der Unterschied jedoch liegt in der Struktur. Ein Kredit ist eine beidseitige Vereinbarung zwischen zwei Parteien, typischerweise zwischen einer Bank und einem Kreditnehmer. Eine Anleihe hingegen ist ein Wertpapier, das am Kapitalmarkt handelbar ist und von vielen Investoren gleichzeitig gehalten werden kann. Bei einem Kredit verhandeln Bank und Kreditnehmer direkt miteinander. Die Konditionen werden individuell festgelegt: Zinssatz, Laufzeit, Sicherheiten und Tilgungsmodalitäten. Ein großer Vorteil für den Kreditnehmer ist die Flexibilität. Läuft das Geschäft schlecht, kann man mit der Bank über Stundungen oder Anpassungen verhandeln. Die Beziehung ist persönlich und lässt sich gestalten. Der Nachteil: Kredite sind für große Finanzierungen oft nicht optimal. Eine einzelne Bank möchte vielleicht nicht 500 Millionen Euro an einen Kreditnehmer bzw. an ein Unternehmen verleihen, weil das Risiko zu konzentriert wäre. Außerdem sind Bankkredite für den Kreditnehmer nicht übertragbar. Die Bank bleibt der Gläubiger bis zur Rückzahlung. Anleihen funktionieren ganz anders. Wenn ein Unternehmen oder ein Staat eine Anleihe ausgibt, erstellt es ein standardisiertes Wertpapier. Dieses wird in viele einzelne Stücke aufgeteilt, oft mit einem Nennwert von 1000 Euro pro Stück. Diese Anleihen werden dann am Kapitalmarkt platziert, wo sie von Hunderten oder Tausenden von Investoren gekauft werden können. Der Vorteil hier ist, dass der Emittent, also das Unternehmen oder der Staat, sehr große Summen aufnehmen kann. Braucht der Emittent eine Milliarde Euro, so ist das nun kein Problem mehr. Am Kapitalmarkt sind genug Investoren, die jeweils kleine Teile des Anleihevolumens kaufen. Das Risiko wird auf viele Investoren verteilt. Für Investoren wiederum ist der Hauptvorteil die Handelbarkeit. Kaufen Sie heute eine Bundesanleihe mit 10 Jahren Laufzeit, können Sie diese morgen wieder verkaufen, wenn Sie das Geld benötigen. Sie müssen nicht bis zum Ende warten. Es gibt einen liquiden Sekundärmarkt. Aber diese Flexibilität hat auch ihren Preis für den Emittenten. Dieser kann nicht einfach die Bedingungen ändern. Die Konditionen sind in den Anleihebedingungen festgeschrieben. Braucht das Unternehmen eine Anpassung, muss es alle Anleihegläubiger konsultieren, was einen aufwendigen Prozess darstellt. Sowohl der Prozess der Ausgabe als auch der Prozess der Anpassung benötigen Expertise durch den Emittenten. In der Praxis sehen wir klare Muster. Kleine und mittelgroße Unternehmen nutzen deshalb primär Bankkredite. Die Beziehung zur Hausbank ist wertvoll. Die Beträge sind überschaubar und die Flexibilität ist wichtig. Großunternehmen, Konzerne und Staaten hingegen nutzen den Anleihemarkt. Sie brauchen große Summen, haben die Expertise für Kapitalmarkttransaktionen und profitieren davon, dass viele verschiedene Investoren ihr Risiko tragen. Für Privatanleger sind Anleihen interessant, weil sie damit direkt Unternehmen oder Staaten Geld leihen können. Ähnlich wie eine Bank einer Privatperson Geld leiht, aber mit dem Unterschied, dass Anleihen handelbar sind. Bei Krediten sind Privatpersonen normalerweise auf der anderen Seite. Sie leihen Geld und zahlen der Bank Zinsen. Wenn eine Privatperson eine Anleihe kauft, wird dieser Spieß komplett umgedreht. Das Ironische an der Geschichte ist, dass auch viele Banken Anleihen ausgeben. So kann der kleine Anleger Gewinne erzielen durch das Verleihen von Geld an eine Bank, anstatt selber Geld von der Bank zu leihen und Zinsen zu zahlen. Fazit: Kredite sind individuell und flexibel, jedoch in ihrer Höhe begrenzt. Zudem besteht eine 1:1 Beziehung zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer. Anleihen sind standardisiert und handelbar. Sie eignen sich für Großfinanzierungen am Kapitalmarkt. Hier besteht eine 1:viele Beziehung. Beide Finanzierungen haben ihre Berechtigung, je nach Größe, Bedarf und Situation des Schuldners.